wieder zu Hause war. Ich konnte echt nicht mehr. Da liegt ein Baum im Pool. Da waren wir endlich in Samara an der Pazifikküste. Das Ziel aller Träume war erreicht und jetzt waren wir da. Sogar unser Opa war hier. Oder ist hier. Er ist ja immer noch hier. Wir hatten eine Unterkunft namens Finca Lucky. Die war ungefähr 4,5 Kilometer vom Dorfzentrum entfernt. Wir kamen an, wir hatten ja diesen Transfer gebucht von San Jose. Das heißt, wir hatten keinerlei Fahrzeug, gar nichts und waren 4,5 Kilometer vom Dorfzentrum entfernt. Wir hatten uns allerdings bewusst dafür entschieden, hier irgendwo so ein bisschen in den Dschungel, einfach mitten in der Natur und nicht gleich irgendwo im Dorf und hier, was weiß ich, vielleicht nachts keine Ruhe oder sowas, weiß man ja nicht. Es war ja noch das Ende von der Hauptsaison. Und das heißt, es waren auch noch tatsächlich mehr Leute, überall so ein bisschen, ja, das hat man schon gemerkt. Ja, und darum war die Unterkunft etwas außerhalb vom Dorf. Ja, wir hatten nur das Problem, wir hatten eben, wie gesagt, kein Fahrzeug. Und ja, macht ja nichts. Kann man ja mal zu Fuß reingehen ins Dorf und sich dann was mieten. Nachdem wir dann ganz kurz die Möglichkeiten durchgekaut hatten, nehmen wir jetzt ein Auto, nehmen wir jetzt ein Golfkart oder nehmen wir jetzt Fahrräder, haben wir uns für Fahrräder entschieden. Das heißt, wir sind erstmal 4,5 Kilometer zu Fuß ins Dorf gegangen. Zu Fuß war es dann irgendwie doch länger wie 4,5 Kilometer. Und natürlich hier, was weiß ich, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, es war noch so das Ende von der Trockenzeit. Und wir sind echt auf dem Zahnfleisch im Dorf angekommen. Haben wir uns dann Fahrräder gemietet, 3 Stück, so richtige so Beach Cruiser, ja, hier ohne Gangschaltung, ohne alles. Einfach nur die einfachsten Fahrräder. Haben wir die erstmal für 2 Wochen gemietet. Und weil das Auto war ja noch nicht fertig. Das Auto, das wir ausgesucht hatten in San Jose. Meine Hoffnung war ja, es ist schon fertig, wenn wir nach Samara fahren. Allerdings war es noch nicht, weil das quasi vom Händler noch etwas, ich sage jetzt mal, aufmöbliert wurde. Ja, da war quasi so 2, 3 so Schrammen, die sie noch gemacht haben und das hat sich alles ein bisschen gezogen. Und dann war halt in der einen Woche auch noch Ostern. Und dann haben wir gesagt, okay, 2 Wochen brauchen wir die Fahrräder bestimmt. Ja, dann haben wir 2 Wochen Fahrräder gemietet. Das heißt, erstmal hier kilometerlang ins Dorf gehen und dann kilometerweit wieder zurückfahren. Ich kenne jetzt sowohl die Anatomie des Sattels, des Fahrrades in- und auswendig, als auch jede einzelne Steigung. Und ich schwöre, wenn es nur eine 3 Grad Steigung war, hast du dies bei diesen Temperaturen gemerkt. Ich war fix und fertig, wie wir wieder zu Hause waren. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte echt nicht mehr. Ich war fix und fertig, ich war wundgescheuert, ohne Witz. Und das wirklich am 2. Tag Samara. Ja genau, an den einen Tag sind wir angekommen und am nächsten Tag sind wir gleich die Fahrräder holen gegangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, es ging ja schon mal gut los. Ja, ist halt so. Aber ist egal. Letzten Endes hat das dazu geführt, dass die ersten 2 Wochen wir gleich einige Kilos verloren haben. Wir sind immer früh morgens um, ich glaube um 6:30 oder sowas, sind wir mit dem Fahrrad los ins Dorf. Und 6:30, 7 Uhr, wenn es noch nicht so heiß war, sind wir dann zum Einkaufen gefahren. Und also immer zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie es halt ausging. Und waren dann quasi bis 8 Uhr wieder zu Hause, 8, halb 9 sowas, bevor halt die große Hitze dann kam. Und das ging, es war zu überleben. Es waren 2 harte Wochen, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich kann es nicht empfehlen, wenn man außerhalb vom Dorf irgendwo mit dem Fahrrad hin, vergiss es. Man stellt sich immer Costa Rica irgendwie so ein bisschen einerseits ja, flach vor, andererseits weiß man es, ja, hier Berge und so weiter und so fort, ist ja alles vorhanden. Andererseits, gleich hinterm Dorf fängt dieses Bergige auch schon an. Also es ist jetzt nicht irgendwo
ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht 500 Meter ist es flach und dann ist hier schon bergauf, bergab. Ja, das ist hier wie im höchsten bayerischen Voralpenland. Aber das waren halt diese 2 Wochen. Fahrradtechnisch, also verkehrsmitteltechnisch waren wir mit dem Fahrrad unterwegs. Hatten wir uns halt so eingebildet zu diesem Moment, ich würde es nicht mehr machen. Auf keinen Fall. Und ja, aber es war wirklich schön, irgendwo im Dschungel jetzt zu sein. Nicht mehr irgendwo mitten in der Stadt, sondern wirklich komplettes Gegenteil. Komplett. Da hatten wir diesen Pool und drüber so ein riesengroßer Guanacaste-Baum. Schöner großer Pool, schöner großer Baum, schön viel Schatten und das war echt super. Und der Opa, leidenschaftlicher Nichtschwimmer, ist plötzlich irgendwie Schwimmer geworden. Ja? Also das war jetzt schon so, wo ich jetzt nicht gedacht hätte. Gar nicht, überhaupt nicht. Der war da drin und ja, alles besser wie Altenheim und ich kann es ihm nicht verübeln. Ja? Ich meine, schwimmen kann er bis heute nicht. Ja? Das, glaube ich, wird auch nichts mehr. Also für das ist er jetzt dann doch schon ein bisschen zu alt. Aber die Begeisterung für das Wasser hätte ich ihm echt absolut nicht zugetraut. Null, nada, niente. Und ja, wer halt am Anfang auch noch echt gelitten hat, das war Chewy. Chewy, der hat gelitten, das war wirklich... Wir waren ja in der Hauptstadt deswegen zum Akklimatisieren und mehr so Frühlingstemperaturen und nicht so krasser Sommer und sowas. Und ja, dann war der Chewy in seinem noch Winterfell, ja, weil war ja Ende März, war ja noch kalt in Deutschland, der hat ja noch das dicke Fell und hat nicht lange gedauert, 3-4 Tage, dann hat das Fell angefangen auszufallen und es war dann doch so viel, doch immer gebürstet und ja, er war nicht begeistert, er war gar nicht begeistert. Und ja, dann hat er halt so Knoten drin gehabt im Fell, so immer wieder und dann durften wir nicht hin und nicht kämmen und ja, dann irgendwann hat halt nichts geholfen. Haben wir die Knoten rausrasiert. Inzwischen ist alles nachgewachsen, aber der hat echt gelitten. Die ersten 2-3 Tage hat er sich unter dem Bett versteckt. Das war alles neu, das war alles, ich weiß ja nicht, was eine Katze alles riecht. Ja? Wahrscheinlich alles, was da vorher schon mal drin war. Aber nach 3 Tagen ging er dann. Also da ist er dann wirklich schon tagsüber mehr rum und gefressen und so weiter, hat er alles ganz normal. Du hast einfach nur gemerkt, die Umstellung, die war halt krass für ihn jetzt. Und ja gut, ansonsten hat es uns allen tatsächlich echt gut gefallen. Das Schöne an diesem Dschungel, du bist morgens echt jeden Tag von den Affen geweckt worden. Ja, Brüllaffen. Dann waren noch die Zikaden abends, das war irgendwie so halb 6, 5:45, 6 Uhr sowas, abends gingen die los. Und Leguane, so viele Leguane, an diesem Guanacaste-Baum, da waren teilweise 4, 5, 6 Leguane gleichzeitig, von so klein irgendwie auf so groß. Und es ist tatsächlich mal einer von oben runtergefallen. Es war zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank keiner im Pool. Wir waren an der Seite auf so Liegen sind wir gelegen und plötzlich macht so Platsch und dann rennt so ein Leguan weg. Das war cool. Und einmal haben wir einen Leguan rausgefischt. Der ist nämlich nicht Platsch neben dem Pool, sondern Platsch in dem Pool. Also die Viecher können schwimmen, die können gut schwimmen. Die gehen auch so ein bisschen unter und dann gehen sie wieder nach oben. Und was dann noch interessant war, wie gesagt am Anfang, Trockenzeit, das war alles staubig, wie ich im letzten Video gesagt habe, hier interstellar staubig. Und dann war auf einmal dieser Übergang zur Regenzeit. Es hat nicht geregnet, auf einmal hat es irgendwann geregnet, wieder aufgehört, ja, am nächsten Tag wieder nichts gemacht. Ich glaube am zweiten Tag auch nichts. Und dann sind die Regenintervalle häufiger gekommen und auf einmal war es so, dass wirklich echt jeden Tag geregnet hat. Und dann hast du gewusst, so, jetzt ist Regenzeit. Und was dann echt erstaunlich war, waren einfach diese Massen an Regen.
die dann runterkamen. Das kannst du mit das kannst du mit irgendwas europäischen Mengen an Regen nicht vergleichen. Ich habe in meinem doch inzwischen schon über 40 Jahre andauerndem Leben, alte Schachtel, habe ich ja doch schon ein bisschen Regen erlebt und auch richtigen Platzregen. Und boah, ist alles so Scheißdreck. Vergiss es gegen das, was hier runterkommt. Das ist wie wenn da oben irgendwo Wasserhahn ist und es dreht einer auf, so richtig so von einer Sekunde auf die andere. Kommt der Regen runter. Brutal, brutal. Und das Krasseste war, gleich vom Anfang von dem Video, hier, da hatten wir an einem Abend echt ein Sauwetter. Das war Wahnsinn, das war echt Wahnsinn. Es hat geregnet, gewittert. Der Sturm war nicht mal so schlimm, das war eher so ein bisschen Wind, sag ich jetzt mal. Aber es hat nicht mehr aufgehört. Das war Donner, bum, 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 bum. Und das ging dann auch irgendwie die ganze Nacht durch. Und am nächsten Tag, wir hatten ja die Abmachung, dass Felix morgens immer zum Pool hochgeht und hier die ganzen Sachen rausfischt, die ganzen Blätter und Insekten und sowas, alles was drin ist. Ja, und dann geht er hoch und sagt, da liegt ein Baum im Pool. Und dann ist quasi von diesem großen Guanacaste-Baum so ein Zweig, also kein kleiner Zweig, wusch, der lag im Pool von diesem Unwetter. Und es gibt ja nach Samara quasi hier diese Hauptverkehrsstraße, diese geteerte, und die war auch zu. Die war irgendwie, ich glaube, die halbe Nacht oder sowas und den halben Tag noch zu. Da sind Bäume auch umgekippt und weggeschwemmt und es war echt Unwetter. Und das Dorf selbst ist auch überschwemmt worden. Also da war wirklich Land unter. Das waren Regenmassen. Ich meine, ich habe dann hier quasi so Einheimische, ja, schon mit dem Handy, ja, so nach dem Motto, ist das normal? Nee, ist nicht normal. Und war schon beeindruckend. Ja, und der Punkt war dann tatsächlich, dass wir uns gedacht haben, okay, wir warten jetzt auf unser Auto, weil nur mit den Fahrrädern können wir jetzt nicht irgendwie die Gegend anschauen. Und das war ja eigentlich unser Plan. Ja, hierher, nach Samara, dann, wenn wir das Auto haben, die Dörfer abklappern. Ja, schauen wir mal, welche Gegend könnte uns gefallen und was ist hübsch, was ist schön, wo hat man vielleicht irgendeine Aussicht und sowas. Und ja, theoretisch war der Plan ganz gut, muss ich sagen. Ne? Allerdings kam es dann völlig anders. Wir hatten 2 Wochen die Fahrräder und nach den Fahrrädern hat es mit dem Auto immer noch gedauert, weil Osterwoche passiert ja nicht viel und es war ja noch in der Hauptstadt. Dann haben sie, wie gesagt, das ausgebessert. Das haben sie dann noch neu lackiert und poliert und ja, sie haben es halt sehr gut gemeint, muss ich wirklich sagen. Und bin ich auch ganz zufrieden und happy und sowas. Aber es hat sich halt alles ein bisschen gezogen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns dann ein anderes Fahrzeug mieten mussten. Aber dazu dann im nächsten Video. Ciao!